Eine Entwässerungsrinne funktioniert nur so gut wie der Aufbau drumherum. Wenn der Verbund nicht passt, kann Wasser eindringen. Das sorgt für Folgeschäden. Mit unserem Tubac-System zeige ich dir, wie du eine Entwässerungsrinne sicher verbaust. Schritt für Schritt hier in unserem Technikum. Als erstes kommt der Tubac Truss Grobkornmörtel zum Einsatz. Dafür mischst du den Mörtel mit Wasser erdfeucht gemäß den Herstellerangaben an. Danach kannst du auch schon die Bettung herstellen. Die dient als tragfähige und spannungsarme Basis für die Rinne. Dafür trägst du den Mörtel gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund auf. Anschließend wird er auf die gewünschte Höhe abgezogen und leicht verdichtet. Jetzt bereitest du die Haftstämme vor. Dazu vermengst du die Tubac Truss Naturstein-Haftstämme gemäß den Herstellerangaben mit Wasser. Die Haftstämme ziehst du jetzt auf die Entwässerungsrinne auf. Beim Ausrichten solltest du dir richtig Zeit lassen, denn später kannst du nichts korrigieren. Die Haftstämme sorgt für einen sicheren Verbund zwischen der Rinne und dem Bettungsmörtel. Dann legst du die Regenrinne frisch in die Bettung ein und richtest sie in Höhe, Gefälle und Flucht exakt aus. Und dann setzt du den Füllstreifen ein. Bewegungsfugen werden oft unterschätzt. Der Füllstreifen nimmt die Spannung raus, bevor sie entsteht. So entsteht eine Entwässerungsrinne mit Haftstämme in gebundener Bauweise und die funktioniert dauerhaft. Überzeug dich selbst. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei deinem nächsten Projekt.